Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Video-Special. Ich möchte euch heute mal drei ganz besondere TVs vorstellen. Und zwar haben wir auf der linken Seite den 75 Zoll Sony KD 75X9405C, in der Mitte den Samsung 65JS 9590 und auf der rechten Seite den Panasonic 55CXW804. Weshalb wir diese Displays hier in Kombination zeigen, hat einen einfachen Grund, weil es sich bei allen TVs um Direct LED LCDs handelt, mit Local Dimming. Das heißt, alle drei TVs verfügen über eine vollflächige LED-Hintergrundbeleuchtung und es können einzelne Sektoren unabhängig angesteuert werden in der Helligkeit, um eben den Kontrast zu erhöhen. Die zweite Besonderheit ist, dass alle drei TVs zum neuen HDR-Standard kompatibel sind. HDR bedeutet High Dynamic Range und wird beispielsweise über die Streaming-Dienste Amazon Instant Video, Netflix, aber auch über die UHD Blu-ray Ende des Jahres dann verfügbar sein. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, möglichst viele Pixel zu haben, sondern es geht eben darum, einen möglichst großen Helligkeitsbereich abzudecken, einen viel, viel größeren Helligkeitsbereich, als es mit aktuellen Videosignalen der Fall ist. Und jetzt könnten sich manche fragen, ja, warum habt ihr jetzt hier LGs OLED-TVs ausgespart? Das hat einen einfachen Grund. Die Info stammt auch direkt von LG, ist jetzt also keine Mutmaßung von uns. Die aktuelle OLED-Generation von LG wird nicht vollständig HDR-kompatibel ausfallen. Es handelt sich dabei um die neu eingeführten EG9609 Modelle. Diese werden ein HDR-Update erhalten. Allerdings gilt dies nur für das Online-Streaming und die Darstellung über den USB-Media-Player. Das heißt, LG selbst hat uns eben mitgeteilt, dass über die HDMI-Zuspielung HDR nicht von den TVs unterstützt wird. Das zweite Problem bei den OLED-TVs ist die Bildhelligkeit. Das heißt, wir arbeiten da an einem Helligkeitsspektrum von ungefähr 130 Nits bei vollflächiger Darstellung bis zu 400 Nits bei der Leuchtstärke von kleinen Details. Und das ist eben für den neuen HDR-Standard zu wenig. Dort wird man bis zu 1000 Nits liefern, beziehungsweise das Material ist eben in bis zu 1000 Nits Helligkeit gemastert worden. Und das sieht im Prinzip vor, dass auch der Fernseher, der dann bei euch zu Hause steht, ungefähr diese 1000 Nits schaffen sollte. Rein subjektiv gehen wir davon aus, dass es OLED problemlos gelingt, das HDR-Signal zu verarbeiten, aber es hat eben nicht wirklich was mit der Intention zu tun, denn wir konnten bereits in den Laboren der TV-Hersteller viele HDR-Prototypen begutachten, die mit bis zu 4000 Nits laufen. Und der Bildeindruck ist eben ein völlig anderer, als wenn man jetzt auf einem OLED das Signal umgerechnet dann in 400 Nits ausgibt. Die Leistungsdaten der drei TVs, die wir hier zu stehen haben, unterscheiden sich natürlich gravierend, weil es eben auch verschiedene Preispunkte sind, die hier besetzt werden. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Display rechts an, den CXW804 vom Panasonic, der eben ab 55 Zoll eine Direct LED-Beleuchtung bietet. Das 50 Zoll Modell kommt noch mit einer Edge LED-Beleuchtung aus. Hier werden Helligkeiten bis 580, 600 Nits erreicht und das Direct LED Local Dimming arbeitet in schätzungsweise 16 Zonen. Das ist uns nicht ganz einfach gefallen, das wirklich hundertprozentig zu analysieren, aber die Backlight-Ansteuerung vermittelt eben den Eindruck, dass zwischen links-rechts unterschieden wird, also praktisch 2 Spalten plus 8 Zeilen. Das heißt, es fällt dem TV relativ leicht, die Kinobalken abzudunkeln.
aber die Links-Rechts-Unterteilung ist sehr, sehr grob gelöst, und wenn man jetzt beispielsweise ein kleines Objekt in der Mitte darstellt, ist eben die komplette Bildbreite dann ausgeleuchtet. Der Fernseher in der Mitte ist praktisch das SUHD-Flaggschiff von Samsung. Hier werden Spitzenhelligkeiten bis 1000 Nits erreicht, also weitaus mehr als beim Panasonic. Und im farbkalibrierten Modus ungefähr 900 Nits. Dem Display fällt es vergleichsweise leicht, auch den Detailkontrast zu erhöhen, weil wir hier 150 verschiedene Dimming-Zonen haben. Das heißt, das Dimming verläuft vergleichsweise filigran. Die 78 Zoll Version dieses Fernsehers kommt auf 240 Dimming-Zonen. Das Testmodell haben wir leider nicht mehr da, aber wir konnten es schon testen und konnten da eben 240 Dimming-Zonen ermitteln. Selbst auf die Fläche umgerechnet muss man dann eben sagen, dass die 78 Zoll Version des JS 9590 damit die aktuell beste Local Dimming Ansteuerung hat. Aber der Nachteil ist, dass der 78er bei weitem nicht mehr die Leuchtkraft des 65ers aufweist. Links haben wir den bereits angesprochenen X9405 von Sony in 75 Zoll. Hier werden gigantische Spitzenhelligkeiten selbst im farbkalibrierten Modus erreicht. Das heißt, hier schaffen wir rund 1300 Nits. Und das Local Dimming arbeitet hier in ungefähr 84 Zonen. Das heißt, wir haben hier 14 Spalten ermittelt und 6 Zeilen, in denen gedimmt wird. Wir schauen uns jetzt zu Beginn einmal die Schwarzdarstellung der TVs an, und das Besondere bei diesem Testbild ist eben, dass wir hier eine sehr flächige Darstellung haben und dass die Signalelektronik eben mit eingreifen kann. Ihr seht im Moment die korrekte Darstellung dieser Inhaltsfläche. Das heißt, wir haben hier ein graues Feld umgeben von einem schwarzen Bildrahmen. Um euch aber die Schwarzdarstellung richtig vermitteln zu können, muss ich jetzt das Umgebungslicht ausschalten und die Kamera in die Überbelichtung ziehen. Das heißt, das Feld in der Mitte wird gleich sehr, sehr hell für euch erscheinen. Ich glaube, es ist für euch jetzt relativ schwer erkennbar, welches Display bei diesem speziellen Fall die bessere Schwarzdarstellung bietet. Es ist auf alle Fälle so, dass der Panasonic rechts eine geringe Aufhellung zeigt, weil eben dieses Dimming nur in diesen 2 Spalten verläuft. Das heißt, dieses Rechteck in der Mitte sorgt eben bereits bei so einem Bild für leichte Aufhellung im Tiefschwarz. Für das Auge ist es jetzt eben noch offensichtlich, dass der Samsung in diesem Fall im Tiefschwarz ebenfalls eine leichte Aufhellung zeigt, während der Sony diese Aufhellung vergleichsweise gut reduziert und jetzt für die bloße Wahrnehmung eben die beste Schwarzdarstellung bietet. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in einer sehr flächigen Darstellung bewegen, gelingt eben diese Signalverarbeitung und diese LED-Ansteuerung bei dem Sony subjektiv gesehen am besten. Bei diesem Bild hier kann ich euch mal gut demonstrieren, wie hell die Displays im Vergleich zu unserer Raumbeleuchtung sind. Das heißt, im Moment habe ich die Belichtung so eingestellt, dass ihr unsere Raumbeleuchtung sehr gut nachvollziehen könnt, wie hell es jetzt im Testraum tatsächlich ist. Und ihr merkt eben schon, dass die Bildhelligkeit in allen 3 TVs für unsere Kamera jetzt zu viel ist, nicht für unser Auge. Das heißt, wir erkennen hier im Testlabor alle Details problemlos, aber eben unsere Kamera nicht. Und ich muss jetzt eben hier abblenden. Und jetzt könnt ihr alle Details in den Bildern sehen. Ihr merkt auch, dass unser Kamerasensor auf den
auf die Lichterzeugung des Samsung TVs komplett unterschiedlich reagiert, wie im Vergleich zum Sony und Panasonic. Das heißt, wir haben hier immer diese typische blau-violett-Färbung, die man eben jetzt mit dem bloßen Auge überhaupt nicht wahrnimmt. Was man eben als zweites noch sieht, dass Samsung, obwohl der Fernseher sehr, sehr hell ist, eben diesen Flächenkontrast oder diese Flächenhelligkeit stärker reduziert als beispielsweise Panasonic und Sony. Der Sony ist in der Flächenhelligkeit mit Abstand der hellste Fernseher. Dann kommt aber eben auch schon der CXW 804 von Panasonic, während Samsung eben eher den Weg geht, bei dieser Flächendarstellung das Bild automatisch herunterzudimmen. Im Vergleich kommt Samsung immer noch auf ungefähr 400 Nits bei diesem Bild, Panasonic knapp auf 500 Nits, Sony auf 600 Nits. Ich möchte euch hier mal demonstrieren, wie die LED-Zonenanzahl auf das Dimming Einfluss nimmt. Das heißt, wir haben hier einen vollschwarzen Hintergrund und haben jetzt hier gerade so ein paar Infos eingeblendet zu dem Bild, und ich werde jetzt nochmal das Licht ausmachen. Man kann hier zwei Dinge gut erkennen. Die Schrift ist auf dem Samsung und auf dem Sony erscheint sie im Moment überbelichtet, was darauf hindeutet, dass eben die Bildhelligkeit beider TVs besser ist. Für das bloße Auge ist jetzt hier aber der Vorteil dieser SUHD Local Dimming Lösung tatsächlich offensichtlich, denn man hat einen vergleichsweise geringen Halo-Effekt um die Schrift herum, aber eben eine sehr, sehr brillante Darstellung. Das heißt, die Helligkeit ist jetzt auf dem SUHD deutlich, deutlich besser als auf dem Sony, sodass man eben sagen muss, dass sehr, sehr kleine Details auf dem SUHD eben brillanter und kontraststärker zur Geltung kommen, während auf dem Sony eben auch Bereiche deutlich um die Schrift herum aufgehellt sind. Und hier kann man eben nochmal gut sehen, dass auch dieses kleine Viereck auf dem SUHD am brillantesten zur Geltung kommt. Selbst bei dieser Größe ist der SUHD immer noch am brillantesten. Und ab diesem Punkt kann jetzt eben die Sony-Lösung punkten. Das heißt, jetzt ist eben der Sony TV brillanter und der Samsung TV geht bereits, dimmt bereits hinunter. Was noch ganz interessant ist, ist die Art und Weise, wie das Local Dimming auch über den Signalpegel ausgesteuert wird. Das heißt, ich zeige euch hier mal eine sehr, sehr dunkle Leuchtfläche. Und man kann hier, glaube ich, beim Samsung sehr, sehr schön erkennen, wie um diese Bereiche der Symbole solche Felder entstehen. Und diese Felder kann man beispielsweise beobachten, wenn jetzt in einem Film ein Untertitel eingeblendet wird, dann merkt man eben so eine Art von Helligkeitsaussteuerung. Das ist beim Sony TV auch erkennbar, allerdings deutlich, deutlich reduziert. Das heißt, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie oft oder wie deutlich erkennt man das Eingreifen des Local Dimmings, dann müssen wir eben sagen, es ist auf dem Sony TV ein Tick dezenter. Das heißt, man bemerkt es seltener, wie dieses Dimming arbeitet, während es beim SUHD von Samsung, weil eben diese Kleinstdetails so enorm brillant herausgearbeitet werden, dann kann es eben häufiger mal zu solchen Effekten kommen, wo man dann eben auch merkt, wo eben dieses Local Dimming stattfindet. Und das muss man eben immer so ein bisschen mit bedenken. Es handelt sich hier wirklich um eine Kontraststeigerung über Local Dimming Felder. Das heißt, man hat sozusagen nicht eine pixelperfekte Helligkeitserzeugung, wie es bei OLED der Fall ist, sondern egal wie viele Zonen man hat, es ist am Ende immer ein bestimmter Bereich, in dem die Helligkeit unterschiedlich geregelt wird.
und letztendlich ist es sozusagen immer ein Kompromiss. Hier können wir uns eben nochmal die Gesamtbrillanz anschauen, das heißt die Farbbrillanz und die Helligkeit. Und hier merkt man eben schon, dass der Sony mit seiner enormen Spitzenhelligkeit jetzt so hell ist, dass wir selbst bei komplett abgeblendeter Aufnahme es eben nicht mehr schaffen, diese Details ohne Überbelichtung darzustellen. Das heißt, der Helligkeitsunterschied ist einfach extrem, selbst im Vergleich zu einem Samsung SUHD TV. Hier haben wir noch eine Szene aus dem Film Interstellar und ich werde jetzt nochmal versuchen, das Licht auszumachen, um so ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie sich diese Schwarzdarstellung im Filmbetrieb verhält. Und wenn wir hier die komplette Belichtung ausnutzen, die unsere Kamera hergibt, dann kann man eben sehr schön erkennen, dass der Panasonic rechts eine vergleichsweise aufgehellte Schwarzdarstellung zeigt. Und jetzt wird es eben ganz interessant, bei dieser Konstellation der Sterne bzw. des Weltraums ist es eben selbst für die 150 Zonen des SUHD einfach nicht mehr möglich, eine klare Unterscheidung zu treffen. Das heißt, die Infos sind jetzt so filigran und so nah beieinander, die Helligkeitsinformation, dass selbst diese 150 Zonen nicht ausreichen, um das Weltall jetzt pechschwarz zu zeichnen. Und man stellt jetzt eben fest, dass sich die Bilddarstellung sehr, sehr stark angleicht im Vergleich zum Sony TV. Das heißt, einzig in dieser Blase, die man da jetzt hat, also dieses schwarze Loch, erkennt man eben Helligkeitsunterschiede. Wie gesagt, wir sind hier in einer Überbelichtung, das heißt, wenn ich hier jetzt abblende, merkt ihr eben, dass da im Bild nichts ausbrennt. Aber es ist eben wirklich schwierig in der Praxis jetzt immer zu sagen, der Samsung hat den besseren Schwarzwert, weil es eben wirklich aufs Bild ankommt. Und da der Sony natürlich eine viel, viel höhere Spitzenhelligkeit hat, lässt sich das Auge dann eben auch leicht täuschen. Das heißt, rein subjektiv gesehen ist es wirklich sehr, sehr schwierig, einen Gewinner jetzt zu deklarieren. Das heißt, welches Display bietet zweifelsfrei den höheren Bildkontrast im TV- oder Filmbetrieb. Hier bei dieser Einstellung erkennt man eben sehr schön, wie limitiert die Spaltenanzahl des Panasonics ist. Also ich gehe nochmal in die Unterbelichtung, dass ihr ungefähr einen Eindruck habt, dass hier wirklich im Bereich der Details nichts ausbrennt. Wie gesagt, unser Kamerasensor ist ja einfach limitiert. Und wenn ich jetzt hier wieder in die Überbelichtung gehe, dann merkt man eben, dass sich im Prinzip über die komplette Bildbreite des Panasonics eine einheitliche Helligkeit erstreckt. Das heißt, es wird hier wirklich vorrangig in Zeilen gedimmt, während bei Sony und Samsung tatsächlich Sektoren um die Frau herum erkennbar sind. Das heißt, hier kann im Bereich der Bildseiten, wo jetzt einfach nur schwarz dargestellt wird, kann tatsächlich die Helligkeit sehr stark reduziert werden, während es eben bei Panasonic nicht möglich ist. Und hier lässt sich eben gut erkennen, wie beim Samsung TV versucht wird, diese Spitzenhelligkeit zu erhöhen im Bereich dieser Feuerwerkskörper. Dadurch wird aber im Prinzip dieser Halo-Effekt provoziert, während es beim Sony TV jetzt witzigerweise so ist, dass es subjektiv angenehmer ist, diese Szene, weil eben die Signalverarbeitung sich eher für die Schwarzdarstellung entscheidet. Das heißt, die Feuerwerkskörper sind in der Helligkeit reduzierter im Vergleich zum Samsung TV. Dafür ist eben aber auch dieser Halo-Effekt unterdrückt. Und wie gesagt, das macht es eben so unglaublich schwer,
in der Praxis immer einen klaren Gewinner zu definieren, obwohl es auf dem Papier eigentlich eine eindeutige Sache sein müsste. Das heißt, der Samsung SUHD mit 150 Dimming-Zonen müsste eigentlich klar besser sein. Er ist es aber eben in der Praxis nicht, weil der Sony im Gegenzug die viel höhere Spitzenhelligkeit bietet und eben die Signalansteuerung nach einer anderen Logik erfolgt. Wir haben jetzt natürlich nur einen Bruchteil dessen gesehen, was man ja jetzt Stunden oder sogar tagelang durchtesten könnte. Wir können aber ein sehr für uns auch überraschendes Fazit ziehen. Normalerweise geht man immer davon aus, dass die Entwicklung im Bereich der LCD-Technologie durch dieses neue HDR-Format eben so fortschreiten wird, dass immer mehr Local Dimming Zonen verbaut werden. Wir hatten bereits in der Vergangenheit beispielsweise 512 Dimming Zonen bei Full HD Fernsehern, teilweise sogar noch mehr bei ausgewählten Spezialprototypen. Es zeichnet sich aber eben nicht ab, dass es tatsächlich zu dieser Entwicklung kommen wird. Aber es gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen. Wenn wir den Samsung TV in der Mitte mit dem Sony TV links vergleichen, dann müssen wir eben objektiv feststellen, dass die höhere Anzahl der Local Dimming Zonen dafür sorgt, dass man Details, also kleine Leuchtpunkte, brillanter darstellen kann und dass man unter Umständen auch die Halo-Effekte verringern kann. Allerdings bietet der Sony TV eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit und er bietet auch das deutlich größere Bild. Das heißt, fairerweise müssten wir jetzt den Samsung JS9590 in 78 Zoll daneben stellen. Und da würden wir eben feststellen, der hat noch viel mehr Dimming-Zonen, nämlich 240. Aber er hat nur noch die Hälfte der Bildhelligkeit des Sonys. Das heißt, die Hersteller gehen tatsächlich dazu über, die Lichtleistung zu limitieren. Und nun ist es eine relativ simple Rechnung, dass je mehr LED-Zonen ansteuerbar sind, desto mehr LEDs sind faktisch auch verbaut und je mehr LEDs verbaut werden, desto höher fällt die Energieaufnahme aus, wenn wirklich alle LEDs leuchten müssen, was nun mal bei einer vollflächig hellen Darstellung sehr häufig der Fall ist. Und es stellt sich dann am Ende des Tages wirklich die Frage, ob man sich für eine extrem hohe Helligkeit entscheidet und dann wahrscheinlich automatisch Gefahr läuft, dass die Zonenanzahl nicht sehr hoch ausfällt, oder man geht eben auf eine sehr hohe Zonenanzahl und wird dann eben vom Hersteller so ein bisschen bevormundet, der dann eben die Helligkeit ausbremst. Das hat im Prinzip nur eine Bewandtnis, nämlich dass die Energieeffizienz bzw. das Energieeffizienz-Logo nicht zu schlecht ausfällt. Das heißt, würden die Hersteller diesen Limiter nicht einbauen, dann würde so ein Display locker 600-700 Watt verbrauchen und es wäre damit sozusagen unverkäuflich. Das heißt, die Schwierigkeit für die Hersteller scheint jetzt tatsächlich zu sein, ein HDR-Display zu bauen, das zum einen diese enorme Spitzenhelligkeit bietet, und da müssen wir eben sagen, dass das Sony-Display eigentlich zu 100% die HDR-Spezifikation einhält, während es selbst dem 65 Zoll Samsung noch nicht 100%ig gelingt. Das heißt, man ist sehr nah dran, aber auch das Display verfehlt ganz knapp diese Helligkeitsvorgabe, und der 78 Zoll von Samsung verfehlt sie sogar deutlich. Und auf der anderen Seite gelingt es mit den SUHD-TVs von Samsung viel besser, diese kleinen Leuchtpunkte brillant darzustellen und eben dann auch den Maximalkontrast zu steigern. Und deshalb sehen wir im Prinzip zwei Entwicklungen.
die es auch zukünftig geben wird. Es wird Hersteller geben, die verbauen weniger Dimming-Zonen und werden wahrscheinlich dadurch eine höhere Maximalhelligkeit erreichen, während andere Hersteller auf eine möglichst hohe Dimming-Zonenanzahl gehen werden, um eben eventuell Halo-Effekte zu verringern oder eben die Details brillanter darzustellen. Wir können hier auch nach tagelangen Vergleichen nicht sagen, was uns jetzt am Ende besser gefällt. Viele Bilder leben einfach auch von einer sehr flächig dargestellten hohen Helligkeitsansteuerung, und da ist selbst die Panasonic CXW 804 Serie teilweise den SUHDs überlegen, weil da eben die Helligkeit vergleichsweise stark herabgesetzt wird. Ich hoffe, wir haben euch mit dem Video nicht zu viel verunsichert. Als Fazit kann man eben sagen, egal ob viele Dimming-Zonen oder wenig Dimming-Zonen oder OLED oder LED-LCD, es wird in Zukunft sich dramatisch was verbessern, was die Darstellungsqualität anbetrifft, weil wir eben Inhalte haben, die zum einen schon diese hohe Spitzenhelligkeit voraussetzen. Andererseits können natürlich alle Displays auch diese Inhalte passend umrechnen, sodass man eben subjektiv dieses Gefühl hat, dass man jetzt schon dieses Kontrast Plus nutzen kann. Ich hoffe, euch hat dieser Videoeinblick gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut.